Hallo meine Freunde, hola Madridistas, absolutes Chaos in der Kabine von Real Madrid. Die Mannschaft ist anscheinend sauer auf einen Kylian Mbappé, zumindest ein großer Teil, weil während sie jeden Tag arbeiten müssen, ihre Knochen hinhalten müssen, er lieber in Frankreich, in Italien, auf Privatjachten, in Privatjets unterwegs ist mit seiner neuen Freundin. Er macht Flitterwochen, sagen sie, während sie arbeiten müssen. Und Kylian Mbappé hat es so an die Spitze getrieben, dass inzwischen auch der Vorstand von Real Madrid erbost ist. Und diese Information kommt von El Mundo, einer sehr guten, zuverlässigen Quelle in Spanien. Dann gibt es eine andere Situation in der Kabine von Real Madrid, die eskaliert ist. Und zwar hat Antonio Rüdiger Álvaro Carreras eine Ohrfeige gegeben. Wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt bei Real Madrid in dieser Saison. Darüber unterhalten wir uns natürlich in diesem Video. Dann bringe ich euch auch auf den letzten Stand. Wie ist der Verletztenstand? Was ist los mit Ferland Mendy? Wie lange fällt er aus? Kommt Kylian Mbappé zurück zu El Clasico oder nicht? All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses Video mit einer kurzen Erinnerung. Übermorgen, am 7.7. endet die Verlosung von so einem unglaublich schönen Wappen von Dalux Design. Ich habe es in meinem Video letztens schon erklärt, was ihr dafür machen müsst. Ihr müsst einfach nur bei Instagram auf die Seite von Dalux Design, müsst auf den angepinnten Beitrag vom Gewinnspiel und müsst da drunter 2 Freunde markieren. Ja, dann müsst ihr logischerweise Dalux Design folgen, mir folgen und dem lieben Senor Nunes folgen und schon seid ihr bei dem Gewinnspiel dabei. Also, ich drücke jedem die Daumen, macht da auf jeden Fall mit, gratis. Im schlimmsten Fall gewinnt ihr halt nicht. Wenn ihr so ein Wappen so oder so haben wollt, denkt dran, ihr könnt meinen Code Mario10 benutzen und dann könnt ihr so ein geiles Wappen. Ihr könnt natürlich auch ein ganz anderes nehmen, wenn ihr Fan von einer anderen Mannschaft seid oder ihr Werbung für euren eigenen Laden etc. machen wollt. Ihr könnt auch eigene Designs da hinschicken. Ja, wie dem auch sei, Schluss jetzt damit. Ich drücke die Daumen, kommen wir jetzt zu Real Madrid. Und jemanden, dem ich am liebsten auch die Daumen gedrückt hätte und wahrscheinlich jeden Tag, ist ein Ferland Mendy. Wir alle haben erlebt, was am Wochenende passiert ist. Ein Ferland Mendy. Ich kenne, glaube ich, keinen Spieler in der Geschichte von Real Madrid, der so eine Verletzungshistorie hat wie ein Ferland Mendy. Immer wieder das Gleiche. Das ist nicht mal ein Teilzeitjob, den der hat. Das ist nicht mal 500 € Basis oder wie viel das inzwischen ist. Das war mal 450 € Basis. Der kommt, spielt ein paar Minuten und ist verletzt. Und das immer und immer wieder. Und wenn er nicht so saugut wäre und gegen die Bayern, gegen Olysée so ein traumhaftes Spiel geliefert hätte etc., wären wir uns alle einig, wir müssen diesen Typen loswerden. Das ist nicht normal. Wir sind nicht Krankenhaus Madrid, wir sind Real Madrid. Ja, wie dem auch sei, auch die neue Verletzung ist wesentlich schlimmer als gedacht. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Mendy ist verletzt und muss operiert werden. Eine weitere Langzeitverletzung für den Franzosen. Er muss sich nach einer Verletzung der geraden Oberschenkelmuskulatur einer Operation unterziehen. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Ferland Mendy eine Verletzung der Rektussehne im rechten Bein diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht, heißt es im medizinischen Bericht des Vereins. Zur Verletzung des Franzosen, der in der 10. Minute im RCDE-Stadion mit Gesten, die das Schlimmste befürchten ließen, das Spielfeld verlassen musste. Ein weiterer Rückschlag für Mendy, der für den Rest der Saison ausfällt. Laut Quellen bei Real Madrid werden Spezialisten und der Spieler in den kommenden Tagen die Möglichkeit einer Operation prüfen, die als logischste und wahrscheinlichste Option gilt. Obwohl seine Genesungszeit schwer abzuschätzen ist, könnte er, je nachdem ob er operiert wird oder nicht, rund 5 Monate pausieren. Dies ist bereits die 5. Verletzung in dieser Saison für den verletzungsgeplagten Spieler. Und für Real Madrid scheint es ein endloses Leiden zu sein. 120 Verletzungen in den letzten beiden Spielzeiten. Ja, und in diesem Fall müssen wir über beide Aussagen mal uns unterhalten. 120 Verletzungen in 2 Spielzeiten. Wie lange geht eine Spielzeit? Wie lange spielen die? 9 Monate? Das heißt, in 18 Monaten
120 Verletzungen. Was ist da los? Es ist gefühlt jede Woche 2 Verletzungen. Also, das eine ändert ja mit dem anderen nichts. Ein Ferland-Mendy ist schon ein verletzungsanfälliger Spieler. Aber wenn ein verletzungsanfälliger Spieler auf eine medizinische Abteilung trifft, die Stand 1990 ist, dann brauchen wir uns hier nicht wundern. Denn wir haben auch Spieler wie einen Kylian Mbappé, der nie verletzt war bei Paris. Ich habe letztens gelesen, der hatte eine Verletzung in keine Ahnung wie viel Zeit bei Paris. Und seit er bei Madrid ist, hatte der schon 7 Verletzungen. Das ist ja alles kein Zufall mehr. Wir haben Spieler bei Real Madrid, da gibt es ja, es scheint ja, dass jeder verletzungsanfällig ist. Und da frage ich mich, war Pintus wirklich die Lösung? Ich sehe, seit Pintus zurück ist, keinerlei Verbesserung. Im Gegensatz, ein Arda Güler zum Beispiel, der sich nur unter Pintus verletzt hatte, kaum ist Pintus wieder da, hat er auf einmal wieder eine Verletzung, die ihn jetzt erstmal monatelang außer Gefecht setzt. Also, ich glaube nicht, dass Pintus die richtige Lösung war. Wieder ein Griff ins Klo vom Vorstand von Real Madrid. Und ich glaube, das einzige Licht am Ende des Tunnels, was wir hatten, ist meiner Meinung nach die Zeit, wo diese Ernährungsberaterin da war. Ja, und wir wissen, was Madrid da gemacht hat. Wir wissen, was Real Madrid da zugelassen hatte. Die Frau wurde vom Hof gejagt. Also, Real Madrid muss sich qualitativ weiterentwickeln, muss qualitativ eine komplette Umrümpelung bei Real Madrid machen, angefangen von der medizinischen Abteilung. So kann es nicht weitergehen. Es ist kein Zufall mehr, dass jeder Spieler, der bei Real Madrid ist, auf einmal verletzungsanfällig ist, auf einmal wochenlang, monatelang ausfällt. Da ist irgendetwas falsch bei Real Madrid. Und dann zu Ferland-Mendy. Ich habe gestern erzählt, dass Real Madrid sich langsam Gedanken machen muss. Und da hat mir direkt jemand vorgeworfen, warum sagst du nicht das Gleiche zu Eder Militao? Und ich muss es lernen, es schaut nicht jeder alle meine Videos, aber ihr müsst es auch verstehen, wenn ihr jetzt zum ersten Mal eins meiner Videos seht, solltet ihr nicht direkt sowas sagen, warum sagst du nicht das Gleiche über den? Weil wahrscheinlich habe ich das 2-3 Videos vorher gesagt, ich mache jeden Tag ein Video. Also ich kann ja nicht immer jeden einzelnen Spieler erwähnen, aber wie dem auch sei, auch ein Eder Militao, Ferland-Mendy etc. Real Madrid braucht eine Generalüberholung in der Abwehr. Wir können mit solchen Spielern nicht mehr rechnen. Du brauchst Spieler, die dir garantiert 40 Spiele machen können, ohne physische Probleme. Eine Langzeitverletzung, das muss eine absolute Ausnahme, das muss eine Horrornachricht sein. Bei Real Madrid ist das eine weitere Information. Es ist nichts mehr Außergewöhnliches, wenn wir lesen, der und der hat sich das Kreuzband gerissen oder Das ist inzwischen schon normal. Der medizinische Bericht gehört bei uns gefühlt schon zur Tageszeitung. Und da muss Real Madrid ganz schnell was ändern. So geht es nicht weiter. Ja, ein anderer Spieler, der betroffen war, mal wieder von einem medizinischen Bericht, ist in diesem Fall Kylian Mbappé. Bevor wir jetzt zu den Unruhen kommen, die er in der Kabine ausgelöst hat, hören wir uns erst einmal an, wie ist der Verletzungsstand von dem Kylian Mbappé? Schafft er es zum Clasico oder nicht? Hören wir da zusammen einmal rein. Und heute ist Madrid wieder ins Training eingestiegen. Heute ist Mbappé nach Valdebebas zurückgekehrt und Mbappé trainiert weiterhin abseits der Mannschaft. 6 Tage vor dem FC Barcelona Real Madrid im Camp Nou bleibt Mbappé weiterhin außerhalb der Gruppendynamik. Mir wurde gesagt, dass er am Mittwoch einen Test machen wird, um zu sehen, ob seine Teilnahme am Sonntag in Barcelona möglich ist oder nicht. Mir wurde gesagt, dass der Mittwoch ein sehr wichtiger Tag ist, um zu wissen, ob Kylian Mbappé beim Clasico spielen kann. Mbappé sagte letzte Woche zu seinen Teamkollegen, dass er alles tun werde, dass er gegen den FC Barcelona dabei sein und der Mannschaft helfen wolle. Am Mittwoch werden wir bereits Hinweise darauf haben, ob er wieder mit der Mannschaft trainieren kann, falls die Tests an seiner Verletzung am hinteren Oberschenkel positiv ausfallen. Und er könnte dabei sein und nach Barcelona reisen. Ja, ihr habt es selber gehört, morgen ist Crunch-Time-Tag, morgen die Untersuchung und da wird entschieden, ob Kylian Mbappé gegen Barcelona im Clasico spielen kann oder nicht. Und ich weiß, auch bei mir in den Kommentaren, es gibt geteilte Meinungen, es gibt die Fraktion, die sagt, Kylian Mbappé gegen Barcelona hat er immer getroffen, Hattrick letzte Saison, immer sehr gefährlich. Diese Saison auch gegen Barcelona getroffen. Es gibt andere, die sagen, die Mannschaft spielt ohne Kylian Mbappé wesentlich besser. Also ich weiß, die Lager sind zurzeit sehr verhärtet.
Ja, und es wird schwer, da einen Konsens zu finden. Und wenn wir als Fans, als Zuschauer schon keinen Konsens finden, wie sollen wir da einen Trainer finden, der Konsens in der Kabine findet? Denn das ist das nächste große Problem bei Real Madrid. Ja, die Kabine von Real Madrid ist anscheinend unzufrieden mit Kylian Mbappé. Und in diesem Fall kommt die Information von Abraham Romero, einem Journalisten von El Mundo. Das ist wirklich eine seriöse Zeitung in Spanien. Der war gestern in El Ladrero. Hören wir uns mal an, was er an Informationen mitgebracht hat. Hier ist die große Frage, was der Verein denkt. Ob der Verein verärgert ist, überrascht, darüber nachdenkt, ob er wirklich die Säule des nächsten Projekts sein sollte. Wie ist die aktuelle Situation im Verein in Bezug auf dieses letzte Saisonfinale von Mbappé? Hier in diesem Prozess, in diesen Tagen von Mbappé in Italien, gibt es für mich einen Wendepunkt, nämlich die Landung in Barajas 12 Minuten vor Spielbeginn. Bis zu diesem Moment hat der Verein die Bilder eher ignoriert. Die Bilder kamen in der Umkleidekabine schlechter an als in der Vereinsführung. Der Verein hatte ihm also von den Ärzten ein paar Tage freigegeben. Sie brauchten ihn nicht in Valdebebas und haben das Ganze eher laufen lassen. Nach der Landung in Barajas, zu dieser Uhrzeit, genau als Madrid mit der letzten Verteidigung des Meistertitels begann, kamen die Bilder beim Verein ziemlich schlecht an. Und aufgrund der von euch angesprochenen Kontroverse um die Fotos und so weiter, über die in den sozialen Netzwerken von verärgerten Fans gesprochen wurde, gibt es ein gewisses Gefühl von Unmut gegenüber Mbappé. Aber ich glaube nicht, dass das den Verein zu einer größeren Entscheidung führen wird, dazu die Situation von Mbappé zu überdenken oder die Zukunft von Mbappé im Verein in Frage zu stellen, denn wir haben es ja schon bei Vinicius gesehen. Außerdem ist dem Verein sehr klar, dass das seine beiden Stars sind und dass die Zukunft von ihnen abhängt, dass derjenige, der wird. Aber entschuldige, Abraham, entschuldige. Der Verein weiß, dass das seine beiden Stars sind, aber der Verein liebt einen von ihnen mehr, nämlich Vinicius. Nun, der Verein hat sehr viel für die Verpflichtung von Mbappé getan. Der Verein hat einen Teil des Mannschaftsgefüges und ein wenig die Hierarchie der Egos in der Kabine wegen Mbappé durcheinandergebracht und hat Mbappé ein Stück weit an die Spitze seiner eigenen Pyramide gesetzt. Und ich glaube, das wird der Verein nicht antasten, zumindest im Moment nicht nach diesen Tagen. Es stimmt, dass es viel Polemik gegeben hat, dass die Bilder nicht gut angekommen sind. Und besonders, ich betone es, das mit dem Flugzeug ist für mich das, was am schlechtesten angekommen ist. Denn die Bilder von der Yacht und so weiter betreffen eher die Mannschaftskabine und stoßen dort auf Missfallen. Aber der Verein, ich betone es, ignoriert das und lässt es einfach vorbeigehen. Das mit der Landung zur gleichen Zeit wie das Spiel gegen Espanyol ist das, was Sorgen bereitet. Aber ich glaube, abgesehen davon, abgesehen von dieser Saison und abgesehen von den Zweifeln wegen der Verletzungen und wie auch immer, hast du einen Spieler, der 40 Tore pro Jahr schießt und das verliert der Verein nicht. Ja, ihr habt es selber gehört. Der Vorstand hatte Kylian Mbappé seine Freizeit genehmigt. Der Vorstand war nicht ganz zufrieden damit, dass so viel ans Tageslicht gekommen ist, wobei ich dafür fast einen Kylian Mbappé in Schutz nehmen möchte. Ein Kylian Mbappé ist ja normal, dass da 100 Paparazzis hinter dem her sind. Aber wenn er dann noch mit Esther Exposito zusammen ist, die selber eine der größten Filmsternchen in Spanien ist, die auch eine Entourage hat von Paparazzi ohne Ende, dass da Journalisten alles für tun, um da irgendwelche Schnappschüsse zu kriegen. Das ist das Normalste auf der Welt. Und ich weiß auch nicht, wie ein Kylian Mbappé sich davor noch verstecken soll. Ich glaube, es gibt keinen Ort auf der Welt, wo die Paparazzis ihn nicht finden. Vor allem kann er jetzt nicht mal eben in die Karibik reisen, was auch immer. Also dafür nehme ich ihn noch in Schutz. Wofür ich einen Mbappé aber nicht in Schutz nehme. Und ich sehe das genauso wie der Vorstand von Real Madrid. Es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du quasi bei der Anstoßzeit von Real Madrid dann erst landest oder 10 Minuten vorher. Ist das denn so viel verlangt? Lande eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel, geh nach Hause, mach den Fernseher an, mach einen scheiß Instagram-Story, wie du Real Madrid anfeuerst. Du schreibst da, ich bin immer bei euch oder mein Team, was auch immer, mach den Fernseher aus, mach mit Esther Exposito, was du meinst. Aber natürlich hinterlässt das ein Geschmäckle, wie man das, glaube ich, in München so sagt. Das ist natürlich nicht schön. Der identifiziert sich nicht mit der Mannschaft, dem ist die Mannschaft scheißegal, dem ist dieses Spiel gegen Espanyol Barcelona scheißegal. Und ich sage immer wieder, du und ich, die wir Real Madrid fühlen, die Sonntagabends da sitzen,
die was auch immer tun, um zusammen dieses Spiel irgendwie zu schauen und zu fiebern und Daumen zu drücken. Und dem ist es egal. Ja, es verhärtet sich immer mehr diese Information, dass Kylian Mbappé sehr sauer ist auf den Verein, sehr sauer ist auf einige Mannschaftskameraden und solche Szenen zeigen das immer wieder. Trotzdem macht er klar, Real Madrid sucht nicht nach einem Abgang von dem Kylian Mbappé, Real Madrid sucht nicht nach einem Abgang von dem Vini Junior, Real Madrid sucht nach einem Trainer, der diese Kabine in den Griff bekommt. Ja, und das ist auch so eine Sache, gestern hieß es in den spanischen Medien auf einmal aus einer sicheren Quelle in der Theorie, heute wäre das große Treffen mit Florentino Perez und José Mourinho und Mendes, die würden heute sich treffen. Eine halbe Stunde später wurde das Ganze wieder dementiert, es gibt kein Treffen etc. Also das ist genau das, was ich euch letzte Woche gesagt habe. Es ist so verrückt in den spanischen Medien. Einer sagt A und diese Information wird innerhalb von einer halben Stunde dementiert. Du weißt gar nicht, wem du da vertrauen sollst. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid braucht einen Trainer, der eine Kabine in den Griff bekommt, für die ich wenig Lösung sehe. Denn der nächste Skandal. Ein Antonio Rüdiger hat Álvaro Carreras eine Ohrfeige gegeben. Ja, und wie es in einer dysfunktionalen Kabine nun mal ist, kommt so eine Szene auch ans Tageslicht. Die Information von Miguel Serrano aus Radio Estadio. Hören wir da zusammen einmal rein. Miguel Látigo Serrano berichtete bereits auf YouTube, dass Rüdiger Carreras in der Umkleidekabine von Real Madrid geohrfeigt habe. Ja, ein Schlag ins Gesicht. Hör mal, ein Schlag von Rüdiger tut zwar weh, aber es ist kein Angriff. Aber wie und in welchem Kontext? Im Kontext einer Diskussion, bei der Rüdiger schon einige Auseinandersetzungen hatte. Er hatte schon eine mit Carreras. Das muss vor etwa 2 Wochen passiert sein. In der Woche nach dem Bayern-Spiel, also zwischen dem Spiel gegen Alavés, das interessanterweise das letzte Spiel von Carreras als Stammspieler bei Madrid war, und dem Spiel gegen Betis. An diesem Spieltag gab es ein Wochenspiel und es war in Valdebebas, eben im Kontext, dass sie schon zuvor einen kleinen Streit gehabt hatten, weil Rüdiger den Fußball auf eine andere Art versteht. Rüdiger gehört zu einer anderen Generation als Jungs wie Álvaro Carreras und nun ja, manchmal sind das eben Momente mit viel Spannung in der Umkleide. Es gibt mehr als nur eine Auseinandersetzung, mehr als nur ein Problem zwischen Spielern und dem Trainer. Nein, ich sage nicht, dass sie sich geprügelt haben, sondern dass er ihm eine Ohrfeige gegeben hat. Mehr nicht. Eine reicht. Die Sache ist aber in dem Moment, also schaut mal, ihr habt Rüdiger doch spielen sehen, oder? Er ist nun wirklich keine Nonne und auch kein ruhiger Typ. Und in dem Moment musste es wohl einfach aus ihm herauskommen. Offensichtlich ist es danach nicht weiter eskaliert. Und es ist sicher nicht das erste Mal, dass sich 2 Spieler eines Profiteams in der Umkleidekabine in die Haare kriegen. Nein, sicher nicht. Ja, und zunächst einmal ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich die Berichterstattung zu Antonio Rüdiger in Spanien oder in Deutschland ist. In Deutschland würde man wieder darüber reden, die Nationalmannschaft, nie wieder darf der einen Fuß darauf setzen. Inzwischen tue ich mir sogar schon persönlich schwer, einen Short über diese Situation zu machen, weil ich weiß, wie dieser Rüdiger-Hate hier in Deutschland gerade dominiert und ich möchte mich daran eigentlich nicht beteiligen und bereichern. Auf der anderen Seite sehe ich das nun mal als meinen Job, die Informationen nach Deutschland zu bringen. Viele Madridistas wollen ja einfach nur die Information bekommen, also ich werde schauen, wie das im Laufe des Tages mit meinem Gemütszustand macht. Könnt ihr eure Meinung gerne in den Kommentaren lassen. Ja, wie dem auch sei. Und ich habe wieder ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite, Leute, das geht nicht. Du kannst in der Kabine keine Ohrfeige geben. Ja, wir sind hier nicht im Schulhof, keine Ahnung, keiner mag Bullies oder was auch immer. Auf der anderen Seite, als wir gelesen haben, dass der Khabib beim Training war, wie viele von euch haben genau das Gleiche gedacht wie ich und gedacht haben, boah, der soll einfach mal durch die Kabine gehen, jedem mal eine scheppern und dem klar machen, Alter, du spielst für Real Madrid. Dieser Urinstinkt, der, keine Ahnung, ich wünsche mir doch manchmal einen Sergio Ramos, ich wünsche mir mal, dass da einer laut wird. Und ein Álvaro Carreras, die Informationen verdichten sich immer mehr, ich habe euch gestern im Video dazu berichtet, dem ist sehr vieles wichtiger als seine Karriere bei Real Madrid. Und wenn du einen Antonio Rüdiger siehst, der wahrscheinlich verzweifelt ist, wütend wegen der Situation bei Real Madrid, dass der irgendwann durchdreht, es gibt einen Teil in mir, der den versteht und der sich denkt, ey, so blöd es sich anhört, gut so. Vielleicht bei anderen auch mal, damit die mal aufwachen. Aber im Endeffekt ist Gewalt keine Lösung.
Diese Motivation muss von den Spielern intrinsisch kommen. Die brauchen die selber. Du kannst die Motivation in den nicht reinprügeln. So funktioniert die Welt leider nicht. Das Einzige, was das verursacht, ist, dass er bei der Presse heulen geht oder woanders und wir solche Informationen bekommen und Real Madrid wieder als schlechter Verein dasteht. Abgesehen davon, dass Madrid das diese Saison verdient hat. Wir brauchen einen Trainer, der so eine Autorität ausstrahlt. Wenn ein Álvaro Carreras, dass ein Rüdiger gar nicht da eingreifen muss. Dass ein Trainer klar macht, Álvaro Carreras, du trainierst bei Real Madrid Castilla und spielst bei Real Madrid Castilla so lange, bis du der Meinung bist, du bist Profi für Real Madrid. Und wenn du uns das beweist, bist du Teil der ersten Mannschaft. Dann kommt es gar nicht so weit in der Kabine. Und ich nehme nicht nur Álvaro Carreras, das ist nur ein Beispiel. Ich möchte einen Trainer, der sogar zu einem Kylian Mbappé sagt, ey Bruder, du läufst nicht nach hinten, du bist auf der Bank, kannst für Real Madrid Castilla spielen, wenn du Lust hast. So einen Trainer möchte ich. Ja, und ich weiß nicht, ob es so einen Trainer in der Welt des Fußballs gibt. Ja, das waren die neuesten Informationen. Chaos in der Kabine von Real Madrid, Streitereien zwischen den Spielern, Streitereien, die inzwischen sogar zu Handgreiflichkeiten kommen. Spieler, die alle 2 Wochen verletzt sind und eine Vereinsführung, die keine sportliche Perspektive gerade vor Augen hat. Ja, bin ich gespannt, was du zu diesem Video zu sagen hast. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, hype dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hatte, bitte drück drauf. Hilft mir ungemein weiter. Ja, ich würde mich natürlich auch freuen und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Mit hoffentlich besseren Informationen. Also, bis dahin. Alla Mari!